Ja Leute, heute wollen wir euch unser neues Diagnosesystem vorstellen, und zwar Kali für BMW, Kali für Mercedes und Kali für VAG. Am heutigen Tage wollen wir aber spezifisch hier auf BMW gehen. Einzige, was ihr dafür braucht, ist einen Wi-Fi-Adapter. Diesen könnt diesen könnt ihr bei uns natürlich unten in der Videobeschreibung finden, und anschließend braucht ihr noch ein Smartphone oder ein Tablet, wo ihr euch dann die Kali Diagnose App runterladet, entweder für VW, für Mercedes oder eben halt für BMW, wie in diesem Fall. Kostenpunkt sind roundabout 100 Euro, rentiert sich aber auf jeden Fall, denn jedes gute Diagnosesystem ist weitaus teurer und ihr habt bei diesem System deutlich mehr Möglichkeiten als zum Beispiel bei dem normalen Delphi-Diagnosetester. Was wir für mehrere Möglichkeiten haben, klären wir jetzt gleich im Video. Das heißt, wir steigen jetzt einfach mal ein, stecken den Adapter in die OBD-Buchse, starten die App und connecten uns mit unserem Fahrzeug. Stecken wir jetzt unseren Kali Wi-Fi Adapter in die Diagnosebuchse. Sobald dieser eingesteckt ist, erscheinen hier die Lampen. Anschließend setzen wir uns wir sitzen schon im Fahrzeug, starten jetzt das Fahrzeug entweder, das heißt Motor an, oder in unserem Fall, damit der Ton besser ist, machen wir nur die Zündung an, öffnen die App und connecten uns jetzt mit dem Fahrzeug. So, als ersten Schritt müssen wir jetzt eine WLAN-Verbindung zu unserem Kali-Adapter aufbauen. Dafür gehen wir auf unsere WLAN-Netzwerke. Hier erscheint schon der Kali-Adapter. Diesen wählen wir jetzt an und sind mit ihm auch schon verbunden. Anschließend gehen wir auf unsere Kali-App, wählen jetzt hier unten unser Fahrzeug aus. In diesem Fall ist es ein X5 der Baureihe E70. Wir haben einen Diesel, Baujahr 2011. Und drücken jetzt hier unten auf Verbinden. So, er hat den Adapter schon gefunden. Er verbindet sich jetzt komplett. Wunderbar. Es funktioniert alles, Verbindung ist hergestellt, okay und los. So, und jetzt haben wir die wunderbaren Möglichkeiten, nicht nur einmal der Diagnose, welche wir gleich zeigen, wo er alle Steuergeräte ausliest, sondern auch den sogenannten Gebrauchtwagen-Check, der wirklich geil ist. Hier könnt ihr relativ simpel Tachomanipulationen sofort aufdecken. Dann, was wunderbar ist, die Codierfunktion, Parameter, Live-Parameter auslesen, das iDrive auslesen. Dann haben wir wunderbar den Service Reset. Wir können hier unsere Bremsdaten auslesen. Wir haben einmal die Getriebeoption, das heißt, wir können Live-Daten aus dem Getriebe auslesen oder aber auch zum Beispiel nach einem Automatikgetriebe Ölwechsel unsere Parameter des Getriebes zurücksetzen. Batterie-Reset, ganz wichtig, gerade auch bei dem X5 jetzt hier oder BMW E60 mit AGM-Batterien, wo wir unserem Fahrzeug sagen müssen, okay, wir haben eine neue Batterie bekommen, gegebenenfalls auch neue Ampere-Werte einstellen. Das heißt, wenn wir eine 90 Ampere-Stunden Batterie gegen eine 95 Ampere-Stunden Batterie wechseln. Sehr geile Funktion ist auch entweder den NOx Speichercut oder den DPF zu regenerieren und auszulesen. Die Auspuffklappe bei Fahrzeugen kann hier dauerhaft zum Beispiel aufkodiert werden. Hier haben wir noch Informationen zum Adapter, Handbücher können wir anschauen und die Einstellfunktion. Ich denke, als erstes ist natürlich sehr interessant, die Diagnose jetzt mal anzuschauen. Das heißt, wir verbinden jetzt hier uns mit der Diagnose, da kommen ein paar Warnhinweise. Hier könnten wir jetzt anwählen, welche Steuergeräte wir genau haben wollen, Motor, ABS, Airbag. Wir haben einen Haken bei allen und starten jetzt einfach mal die Diagnose. Hier, was auch wirklich sehr, sehr interessant ist, diese Diagnose ist deutlich schneller wie unser herkömmliches System. Es geht rasend schnell, bis er insgesamt jetzt hier in dem Fall, glaube ich, um die 50 bis 60 Steuergeräte ausgelesen hat. Jetzt warten wir einen kleinen Moment, aber wie ihr seht, es geht richtig schnell hier oben. Geantwortet und abgefragt. Sind wir jetzt bei 60 Steuergeräten, 38 oder 37 haben uns geantwortet. 9 Fehler haben wir gefunden. Da gehen wir jetzt auf OK und scrollen jetzt hier herum. Und hier haben wir jetzt in ECU Fehler gefunden. Kurzschluss, Ringbruchdiagnose, LED der Notruftaste ist nicht aktiv, Mikrofon hat eine Unterbrechung, die Antenne funktioniert irgendwie nicht. Ja, also hier sehen wir, wie gesagt, alle Fehler, die hier drinnen sind, nicht nur vom Motor, sondern generell von allen Steuergeräten, die verbaut sind. Wir können jetzt alle anwählen. Diese haben wir jetzt selektiert, gehen zurück und können jetzt die neuen Fehler auch noch löschen.
Das ist selbstverständlich für eine App, die Diagnose anbietet. Und nach einer kurzen Zeit sind dann alle Fehler gelöscht. Jetzt könnten wir, wenn wir ein größeres Problem haben, mit dem Fahrzeug wieder fahren und gucken, ob der Fehler wiederkommt. Oder eben halt dann zum Beispiel in unsere Live-Parameter reingehen. Ne, Moment, das war Codieren. Um dann zu schauen, wo wir gegebenenfalls irgendwas haben. Das heißt Abgasdruck vor Turbine, Abgasdruck vor einem Turbolader, können wir gucken, ob unser vom Partikelfilter, ob unser Partikelfilter zu ist oder der Sensor nicht mehr richtig funktioniert, die Abgastemperaturen. Also wirklich alles, was man mit einem Tester und noch viel, viel mehr, was wir zum Beispiel mit unserem Delphi-Tester machen konnten, können wir hier drin machen. Im Prinzip habt ihr hier die komplette Diagnose-App von der BMW-Werkstatt auf eurem Handy. Also es ist wirklich wunderbar. Jetzt schauen wir uns gemeinsam noch auf jeden Fall den Gebrauchtwagen-Check an, weil das ist für viele interessant, die sich jetzt ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen möchten. Hier in dieser App werden die Kilometerstände praktisch verglichen und dann am Ende auch noch generell aufgrund der ganzen Daten, die die App sammelt, geschaut, ob der Kilometerstand aufgrund des Baujahres und der Laufleistung plausibel ist. Wir starten das Ganze jetzt mal. Das braucht jetzt ein bisschen. In diesem Fall checkt er praktisch auf sämtlichen Steuergeräten, wo der Kilometerstand abgelegt ist. Das heißt Kombi-Instrument, Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät und so weiter und so fort, ob dieser Kilometerstand überall identisch ist und ob gegebenenfalls dort manipuliert wurde. So. Er hat 3 Datenpunkte gefunden. Das heißt, wir haben einmal die Fahrgestellnummer, die passt überall im Lichtmodul, im Motor und bei der Zündung. Ist sie übereinstimmend. Jetzt haben wir 3 Datenstände oder 5 Datenpunkte für den Kilometerstand gefunden. Hier zeigt er uns dann an, ob der Kilometerstand passt. Er blinkt hoher Kilometerstand bei dem Fahrzeug von 2011. Das Fahrzeug wurde im Schnitt praktisch 30.000 Kilometer pro Jahr bewegt. Er hat aber uns auch ganz klar, also hier sehen wir die ganzen Kilometerstände, aktuell im Tacho, höchster und niedrigster Kilometerstand. Er sagt uns aber ganz klar, Kali hat keine Manipulation entdeckt. Hier haben wir noch die Geschwindigkeit und Betriebsstunden, die wir noch sehen können. Das heißt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 157 km/h ist relativ hoch, aber da das Fahrzeug viel auf Langstrecke bewegt wurde, ist das Ganze plausibel. Ein weiterer wichtiger Punkt und wirklich nicer Punkt, der diese App so besonders und auf jeden Fall kaufenswert macht, ist die Funktion, dass wir hier unser Fahrzeug nicht nur diagnostizieren können, sondern wir können auch aktiv codieren. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserer Codierfunktion, lesen hier jetzt aus, welche Steuergeräte wir codieren können und was wir codieren können, und das schauen wir uns jetzt an. Also, wir haben jetzt insgesamt 11 codierbare Steuergeräte gefunden. Einmal unser CAS, also Verriegelung und Komfortfunktionen, IHKA, also Klima, Motor und Start-Stopp. Das heißt, wenn wir jetzt in diesem Fahrzeug ist es nicht der Fall, aber eine geile Funktion ist ja zum Beispiel hier das Start-Stopp dauerhaft auf auszukodieren. Wenn ihr Start-Stopp habt, dadurch schont euer Motor ungemein, ist hier möglich. Kombi-Instrument können wir kodieren, das heißt, wir können da vorne zum Beispiel die Geschwindigkeit uns auch anzeigen lassen, die tatsächliche und die geschönte Geschwindigkeit. Unser Lichtmodul, die Diebstahlwarnanlage, Scheibenwischer, Gurt, ganz geile Funktion, gehen wir gleich am besten mal rein. Im Gurtsystem können wir auch uns auskodieren, dass das Fahrzeug sofort penetrant anfängt zu bimmeln, wenn wir nicht angeschnallt sind. Ein großes Manko, was ich hier in dem Fahrzeug erlebe, weil das sowas von nervig ist. Wir sind jetzt hier drin und ganz easy peasy. Die Gurtwarnung ist in diesem Falle, Gurtwarnung ist aus anscheinend, aber für Fahrer- und Beifahrersitz ist sie noch eingeschaltet. Die schalten wir jetzt aus, kodieren das Ganze. Ja, wichtig ist, dass die Spannung der Batterie eigentlich über 12,5 Volt ist. Funktioniert zwar auch ohne. Am allerbesten wäre es, wenn ihr das Ganze entweder bei laufendem Motor macht oder aber, wenn ihr kodiert, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist. Wir kodieren das Ganze jetzt trotzdem. Wir stimmen zu, dass hier was passieren könnte aufgrund der niedrigen Spannung. Die Kodierdaten werden geschrieben. Wichtig, jedes Mal, wenn ihr was kodiert, speichert auch die App ein sogenanntes Backup. Das heißt, wenn irgendwas schief gehen würde, könntet ihr dann das Backup wieder laden und dann ist danach alles beim Alten. So, wunderbar. Das heißt, unser Fahrzeug
bimmelt uns jetzt nicht mehr an, wenn wir fahren und nicht angeschnallt sind. Ja Leute, jetzt haben wir euch einen kurzen Einblick gegeben, was diese App, wir haben es ja wirklich nur ein bisschen angeschnitten, was diese App alles kann. Also diese App ist wirklich für jeden Hobbyschrauber, für jeden, der sich ein bisschen mit seinem Fahrzeug auseinandersetzen will, mehr als ans Herz zu legen. Ganz egal, ob ihr jetzt ein BMW fahrt, ein Mercedes fahrt oder irgendein Fahrzeug des VAG-Konzerns. Zudem wird die App jeden Tag im Prinzip neu entwickelt. Ihr habt auch die große Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, was jetzt ein Fehler an eurem Fahrzeug, der aufgetreten ist, überhaupt bedeutet, habt ihr die Möglichkeit, einen Report zu Kali zu senden. Die helfen euch dann bei eurer Fehlerdiagnose. Eine wunderbare App. Um jetzt noch ein paar kurze Codiermöglichkeiten zu zeigen, codieren wir jetzt hier noch ein, und zwar unser Warnblinker. Der ist ganz normal, den wollen wir jetzt auf einen Doppelflash machen. Zudem wollen wir in unserem Head-Up noch die Blinkerkontrolllampe mit reinbringen, und hier im Kombi-Instrument hätte ich jetzt noch ganz gerne die Geschwindigkeit angezeigt, welche ja hier standardmäßig nicht mit drinnen ist, und ich möchte, dass beim Zusperren meine Spiegelkappen nicht abschließen, sondern einklappen. Das codiere ich jetzt schnell und dann sehen wir uns wieder. Ja Leute, ihr seht, der Warnblinker ist jetzt doppelt und die Geschwindigkeit wird uns im Kombi angezeigt. Und beim Absperren gehen unsere Spiegel jetzt rein. Ja Leute, einzig und allein das Codieren der Kontrolllampen mit Head-Up-Display hat jetzt nicht geklappt mit der App. Hat aber den Grund nicht, dass es die App nicht kann, sondern dass mein Fahrzeug einfach zu alt ist. Bei den F-Modellen ist das Ganze kein Problem. Leute, holt euch diese App, klickt unten in die Videobeschreibung und den Adapter natürlich zusammen. Ihr seid der Oberchecker an eurem Auto, ihr könnt das Fahrzeug in tausenden Möglichkeiten komplett auf euch selber codieren und somit personalisieren, wie ihr es haben wollt, ob nur eine Tür aufsperrt oder ob die Spiegel anklappen und so weiter und so fort. Millionen Möglichkeiten, und beim Gebrauchtwagenkauf seid ihr auch der Oberchecker. Ihr könnt das Auto vorab auslesen, könnt sehen, auf welchen Steuergeräten Fehler vorliegen, und ihr könnt natürlich auch den Kilometerstand checken, was extrem wichtig ist, denn jedes dritte Fahrzeug ist in Deutschland so gut wie gedreht. Ja Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt auch gern bitte in die Kommentare, wer von euch Kali benutzt und auch so begeistert ist wie wir. Das ist der Oberhammer. Mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.